Hi, mein Name ist Freddy, ich bin Produktmanager bei TQ und heute wieder eine neue Folge Shortcut. Heute sprechen wir über das Thema Größe bzw. Gewicht von mechatronischen Antriebssystemen. Ein mechatronisches Antriebssystem umfasst in der Regel ein Getriebe, einen Motor, die dazugehörige Leistungselektronik und die generelle Mechanik wie Lager, Gehäuse und so weiter und so fort. Ein klassisches Beispiel dafür ist der TQ HPR 120S E-Bike Motor. Ein vergleichbarer Industrieantrieb zu dem HPR-Motor wiegt circa das Dreifache. Jetzt stellt sich die Frage, woher kommt diese Gewichtsersparnis? Das Stichwort hierzu ist Systemintegration. Standard-Industrielösungen bedienen sich in der Regel in den Regalen der Lieferanten. So werden viele Einzelkomponenten wie Getriebe, Motor, Elektronik zusammengeschraubt. Dabei entstehen im System Redundanzen, denn sowohl der Motor als auch das Getriebe können für sich stehen. Das heißt, wir haben zweimal Lager, wir haben zweimal Schrauben, zweimal Gehäuse. Durch die Verwendung von Frameless-Motoren können wir all diese Duplikate einsparen und in ein Gehäuse zusammenpacken. So kommt zum Beispiel der HPR 120S mit nur einem Gehäuse aus, in dem er Getriebe, Motor und Elektronik vereint. So wurde auch eine minimale Anzahl an Lagern und Dichtungen realisiert. In anderen Applikationen konnte zum Beispiel ein Planetengetriebe direkt ins Innere des Rotors montiert werden, wodurch die axiale Länge dramatisch verkürzt werden konnte. Neben dieser erheblichen Gewichtseinsparung durch Systemintegration kann natürlich auch die Gesamtlösung verbessert werden. Wenn ich die Kontrolle über all diese Einzelteile habe, kann ich einen deutlich besseren Systemwirkungsgrad oder eine deutlich bessere Leistung aus dem gleichen Volumen holen. Für euch als Konstrukteure und Anwender bedeutet es, überlegt euch am Anfang eurer Idee wirklich, was ihr braucht und lasst euch nicht davon beschränken, was ihr denkt, das möglich ist. So war es in der Vergangenheit möglich, das Gesamtgewicht auf ungefähr ein Viertel zu reduzieren, eine große Industrieanlage zu einem kleinen Tischgerät weiterzuentwickeln oder die Funktionalität von mehreren Geräten in einem neuen Gerät zu vereinen. Der zweite Tipp ist, schaut euch an, wo Standardkomponenten sinnvoll bzw. nötig sind. Das hilft, die Komplexität im Gesamtsystem gering zu halten. So sind heute neben Frameless-Motoren auch Komponenten wie Getriebe, Sensoren und Leistungselektroniken in Frameless-Varianten verfügbar. Und damit sind wir am Ende dieser kompakten Folge Shortcut. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen und ich konnte euch zu neuen Lösungsideen inspirieren. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Thema habt, freuen wir uns wie immer über Kommentare oder Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.